Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Coding Challenge. Und zwar zu der ersten harten, also schweren Coding Challenge bei uns auf der Website. Das ist tatsächlich nicht die erste schwere Coding Challenge, die wir hier in den Videos lösen und technisch gesehen auch nicht die erste schwere, die wir auf der Website haben, aber die erste schwere in der Kategorie Hard, und ich möchte hier mal euch eine kleine Lösung geben. Ich weiß, dass einige von euch die auch sogar schon gelöst haben, aber ja, es waren nicht so viele wie bei den anderen. Und natürlich verdanken wir niemand anderem diese wunderschöne Coding Challenge als der Fachhochschule der Wirtschaft. Die haben nämlich mit mir schon eine längere Kooperation und wir haben gemerkt, dass ihr euch für die Studien, die sie anbieten, definitiv interessiert. Jetzt haben die aber natürlich sehr, sehr viele verschiedene Studiengänge. Ja? Wir haben hier Dual-Bachelor-Studiengänge und dort gleich mal verschieden. Wir haben Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, angewandte Informatik und im Master wird es dann nicht gerade weniger. Und deswegen veranstalten wir, also beziehungsweise die FHDW natürlich, die Campus Days, das hatte ich euch ja schon gesagt, aber wir veranstalten auch ein extra Discord-Event, wo ihr all eure Fragen loswerden könnt. Und zwar am 23., also Mittwoch, der 23. um 18 Uhr. Schreibt euch das ganz gerne schon mal kurz auf. Und ja, einfach auf den Link zu Discord hier unten in der Beschreibung reingehen und dann findet ihr auch schon tatsächlich das Event, das dann, wie gesagt, am 23.03. um 18 Uhr stattfindet. Ich freue mich ganz herzlich auf euch. Wie gesagt, dort könnt ihr mir und einem Professor der FHDW all eure Fragen stellen und wir versuchen euch so ein kleines bisschen Studienberatung zu geben, was, finde ich, eine sehr coole Sache ist. Okay, lasst uns jetzt aber mit der Challenge hier beginnen. Und zwar, die Challenge ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Wir haben uns das Ganze so überlegt. Gegeben sind n Server. N ist eine Anzahl hier. Das heißt Server, die teilweise miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren können. Und es ist uns gelungen, m Datenpakete bei der Kommunikation zwischen den Servern abzufangen. Zwei Server können genau dann miteinander kommunizieren, wenn sie sich im selben Netzwerk befinden. Wobei jeder Server sich in genau einem Netzwerk befindet. Also ein Server ist in keinem Fall in mehreren Netzwerken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis hier. Denn wie gesagt, wir haben hier vielleicht Server in einem Netzwerk und dann haben wir also zwei Server in einem Netzwerk, dann haben wir drei in einem anderen und vier nochmal in einem anderen. Ein Server kann nicht in mehreren Netzwerken drin sein. Und wir wollen herausfinden, wie viele solcher Netzwerke es höchstens geben kann. Das heißt, wir wollen nicht herausfinden, wie stark die Server miteinander verbunden sind, sondern wie viele Netzwerke wir hier haben. Sprich, ein Server kommuniziert mit einem anderen, also sagen wir einfach mal 1 kommuniziert mit 2 und 3 kommuniziert mit 4, dann haben wir 2 mögliche Netzwerke maximal. Wenn wir jetzt allerdings noch eine Kommunikation 2 auf 3 haben, dann haben wir plötzlich nur noch ein mögliches Netzwerk, weil die eben alle in einem Netzwerk drin sind. Das heißt, wir wollen rausfinden, wie viele verschiedene es hier geben kann. Und ja, das ist eine Aufgabe, die nicht allzu einfach ist. Hier nochmal die detaillierten Anfragen. Wir haben im Endeffekt 2 Zeilen, für jeden Testfall auch nochmal 2 Zeilen. Und zwar einmal eine Zahl t, die insgesamten Testfälle, sprich die Datenpakete etc. Uns angibt. Und dann haben wir eben pro Testfall jeweils 2 bzw. mehrere Zeilen. Einmal eben die Anzahl Server n und einmal die Anzahl an abgefangenen Datenpaketen m. Wobei die Datenpakete so aussehen: a-b C, wobei a der Sendeserver ist und b der Empfangsserver ist und c ist eben das Datenpaket. C ist eigentlich nicht wirklich relevant für uns. Wir schauen uns nochmal ganz kurz hier die Examples an. Ich habe das Ganze ein bisschen größer gemacht mit Absicht. Letztes Mal haben sich Leute beschwert, dass man es nicht so gut lesen kann. Deswegen, ja, sorry, dass das Layout jetzt hier ein bisschen zerstört ist. Das war mein Zoom hierbei. Aber ja, muss halt sein. Okay, also das heißt, wir haben hier einmal eben einen Testfall und dann haben wir hier 4 verschiedene mögliche Server. Das heißt 4 Server, wobei wir hier nur 3 Pakete abgefangen haben. Und zwar von Server 2 auf Server 1. Von Server 1 auf Server 3 und von Server 1 auf Server 2. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie viele mögliche Server gibt es denn. Wenn 1 mit 2 kommuniziert, hier oben oder hier unten, und 1 gleichzeitig auch noch mit 3 kommuniziert, dann kann 1, 2 und 3 nur in einem Netzwerk sein. Über 4 haben wir hier aber keinerlei Informationen, ja. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall davon ausgehen, dass es maximal 2 gibt, eventuell auch nur 1, aber wir sollen ja das Höchste rausfinden. Nächstes Beispiel, hier unten, wir haben 3 Testfälle, ja, das ist der erste Testfall, boom.
Das ist der zweite, das ist der zweite Testfall und das ist der letzte Testfall, also der dritte. Und hier oben sehen wir, okay, wir haben 10 Server, wir haben 12 Nachrichten abgefangen und die kommunizieren alle so miteinander. Wie gesagt, das hier ist ziemlich egal für uns. Und hier haben wir eben, genau, also ich meine, ich glaube, es ist relativ klar, was wir machen sollen. Aber jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier auf die verschiedenen Tasks. Sie geben ja auch nicht alle gleich viele Punkte. Der hier, das ist der erste Task, wo wir eben insgesamt, also wir haben immer weniger als 100 Testfälle hier. Und N und M sind hier kleiner gleich 20. Hier wird es schon ein bisschen heftiger. N und M kleiner gleich 200. Und hier haben wir bis zu 1000 Server und bis zu 500 Nachrichten. Tatsächlich sollte die Laufzeit hier bei diesem Problem aber gar kein so großes Thema sein, sondern eher die Art und Weise, wie man es implementiert. Gut, man könnte natürlich Brute Force machen, aber das muss nicht unbedingt sein. So, jetzt wollen wir natürlich anfangen wie eh und je. Ja? Vor Bodenstrich in Range von Int von Input. Den Teil kennen wir mittlerweile. Das ist im Endeffekt einfach nur, damit wir jeden Testfall separat machen können. Das heißt, wir haben hier, egal ob es jetzt 100 Testfälle sind, haben wir die erste Zeile verarbeitet. Und für jeden dieser Testfälle machen wir jetzt Folgendes. Wir wollen rauslesen, was dabei passiert. Dazu lesen wir uns erstmal N und M aus. N ist ja die Anzahl an Servern, M ist die Anzahl an Messages, die wir abgefangen haben. Und die bekommen wir aus der ersten Zeile von Input. So, was wir jetzt natürlich machen ist, wir wollen das Ganze splitten, das heißt Punkt Split, denn wir haben ja hier unten, das haben wir ja schon gesehen, wir haben 4 und 3, ja, und wir bekommen das als eine Zeile eingelesen, das heißt, wir müssen hier erstmal dieses Leerzeichen quasi als Trennlinie benutzen und dann eben unseren Input aufsplitten. Das heißt, danach bekommen wir eben eine Liste, allerdings aus Strings. Das heißt, wir haben einmal den String aus 4 und einmal den String aus 3. Brauchen wir nicht, wir wollen das Ganze als Zahl haben. Das heißt, wir wandeln das einmal kurz in eine Zahl um, beziehungsweise beide auf einmal in eine Zahl um. Dann haben wir N und M umgewandelt. So, jetzt haben wir N und M, das ist schon mal cool. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was genau macht denn eigentlich so eine Datenstruktur aus? Beziehungsweise, wie genau können wir denn rauslesen, wer mit wem kommuniziert hat? Gibt es da irgendwas, was vielleicht das Ganze uns einfacher macht? Was sich hierfür wirklich wunderbar eignet, ist die sogenannte Union-Find-Datenstruktur. Die habt ihr vielleicht noch nicht kennengelernt, deswegen implementieren wir die mal gemeinsam. Und zwar, wir bauen uns eine Klasse Union-Find und diese Union-Find-Datenstruktur, die kann jetzt Folgendes. Wir bauen sozusagen immer eine Verbindung rein. Eine Verbindung reinzubauen bedeutet, wir bauen uns eine Art Graph rein. Ja? Das heißt, wir weisen jeden von diesen Dingern eine ID zu, könnte man sagen. Indem wir hier einfach die 2 und die 1 zum Beispiel als ID verwenden. Das könnten wir einfach so machen. Und wir sagen jetzt hier, okay, 2 ist das Parent von 1. Ja? 2 ist sozusagen, verweist mir ja direkt hier auf 1 drauf. Und hier drin kann ich das natürlich so oft machen, wie ich möchte. Das heißt, ich kann hier sagen, ja gut, aber wenn 2 das Parent von 1 ist, dann ist auch 1 das Parent von 2, weil die habe ich hier auch dabei. Und 1 ist gleichzeitig auch das Parent von 3. Und so kann ich die mir hier quasi eintragen in diese Datenstruktur. Das heißt, ich versuche mir erstmal zu merken, okay, wer ist eigentlich das Elternteil, ja, von irgendwem. Und deswegen machen wir hier mal eine Init, einen Konstruktor sozusagen. Und zwar, wir bauen uns eine Datenstruktur immer mit einer gewissen Länge, also in Union Find. Das heißt, wir müssen wissen, wie viele mögliche Parents gibt es denn eigentlich. Wir müssen die ja setzen können. Und das haben wir zum Glück. Wir haben ja die Anzahl an maximalen Servern gegeben. Das heißt, N im Endeffekt ist unsere maximale Anzahl. Und die haben wir hier sogar schon ausgelesen. Also was wir machen ist, wir bauen uns eine Liste self.parents und bauen die als Liste aus Range von N. Diese Range bedeutet im Endeffekt, wir weisen dem Ganzen eine ID zu. Range fängt ja immer an zu zählen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter und so fort, falls halt Range da drin ist. Und List macht einfach aus diesem Lazy-Stück hier, also das ist eine Lazy-Funktion, baut es uns halt eine richtige Liste zusammen. So, und mit Parents habe ich nun eine Datenstruktur bzw. eine Liste, in der ich nachgucken kann, ob die verbunden sind miteinander. So, sorry, ich musste mal eben hier eins kleiner stellen, ansonsten sah das echt furchtbar aus. Wenn es euch zu klein ist, dann sagt mir bitte nochmal Bescheid dazu. Okay, also, wenn ich nun jetzt hergehen möchte und ich möchte 2 Elemente, also A und B,
hier rein eintragen. Wie mache ich das dann? Dann schaue ich, ob meine Dinger sozusagen miteinander irgendwie schon verwandt sind und gucke, ob ich da irgendwie eine Verbindung herstellen kann. Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Von 2 komme ich auf 1 und von 1 komme ich auf 3. Ja, dann komme ich ja von 2 auf 3. Okay? Das heißt, was ich hier mache ist, ich schaue, ob ich so eine Verbindung herstellen kann. Und das nennt sich Union, beziehungsweise, ja, das ist im Endeffekt genau das, was Union Find macht. Also, was ich mache, ist, ich baue mich hier mein Union. Und mein Union ist eigentlich relativ leicht definiert, wenn ich es richtig schreiben würde. Es definiert sich aus A und B und macht im Endeffekt Folgendes. Wir setzen unser Parent nicht von x, von dem ersten Self.Find von A. Das Find erkläre ich euch sofort. Wir setzen uns das Parent von dieser Zahl hier. Setzen wir auf 1. Dann ist quasi 1 dasjenige Element, zu dem ich weitergehen möchte. Okay? So. Und genau, dann möchte ich im Endeffekt auf Self.Find von B gehen. Das heißt, da möchte ich sozusagen rauskommen. Jetzt weiß ich, okay, von 2 komme ich auf 1. Und danach trage ich in meine Liste auch noch ein, von 1 komme ich auf 3. Jetzt haben wir aber ein Problem und deswegen habe ich hier dieses Self.Find jeweils eingetragen. Von 1 komme ich auch auf 2. Und wenn ich jetzt übertrage, dass ich von 2 auf 1 komme und von 1 auf 2, dann lande ich irgendwann in der Schleife und habe aber 1 auf 3 nicht mehr drin. Dann denke ich, dass meine 3 ein separates Netz ist. Und deswegen muss ich das jedes Mal auflösen. Sprich, ich muss jedes Mal versuchen, bis zu meinem letzten Parent-Element zu kommen. Das heißt, was hier passiert ist, von 2 auf 1, von 1 auf 3 und dann, wenn ich von 1 auf 2 habe, dann komme ich eigentlich nicht nur von 1 auf 2, sondern auch von 2 auf 2 zum Beispiel, ja. Oder genau, das ist im Endeffekt meine Idee dahinter. So, das heißt, was ich jetzt hier drin brauche, ist natürlich noch mein Find. Und das bauen wir uns mit Self und einem Element, nennen wir es einfach mal E, beziehungsweise nee, E steht für Error, nehmen wir X. Und meine Lösung hierfür ist, im Endeffekt, ich gebe immer mich selber zurück, Self.Parents von X, aber, beziehungsweise mein Parent zurück. Also das heißt, wenn ich jetzt hier in meiner Liste drin bin, dann am Anfang bin ich ja quasi immer nur mein eigenes Parent. Das heißt, am Anfang gebe ich einfach mein Element selber zurück. Also wenn ich bei 2 bin, gebe ich 2 zurück. Wenn ich bei 1 bin, gebe ich 1 zurück. Wenn ich jetzt allerdings 2 auf 1 schon eingetragen habe, dann ist Parents von 2 schon auf 1 gesetzt. Ja. Und dann kann ich hier dann würde ich natürlich nicht mehr 2 zurückgeben, sondern ich würde 1 zurückgeben in diesem Fall. Aber was, wenn ich jetzt bei 1 auch schon was anderes drin stehen habe? Sprich, wenn bei 1 zum Beispiel schon die 3 drin steht. Naja, dann möchte ich ja eigentlich die 3 zurückgeben. Und das wäre dann sozusagen, also in dem Fall ist es völlig egal, in welche Richtung man hier geht. Man könnte das natürlich auch umdrehen, wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller, aber ist egal in dem Fall, weil es in beide Richtungen verbunden ist. Und dementsprechend möchte ich, wenn ich die 2 habe, nicht nur die 1 haben, sondern ich möchte auch die 3 haben. Und wenn ich die 3 auch noch mit irgendwas verbunden habe, möchte ich natürlich das wiederum zurückgeben. Also, was ich hier haben möchte, ist eigentlich jede Zahl soll bitte immer so umgeschrieben werden, dass ich das letzte Element davon bekomme. Das letzte verbundene Element soll beim Mergen rauskommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die 1 auf 3 einfüge, dann soll plötzlich auch bei der 2 als Parent die 3 drinstehen, sozusagen. Und das eben jedes Mal bei Find. Das heißt, weil ich natürlich von 2 auf 1 komme und von 1 auf 3, okay? Und dementsprechend sagen wir hier, okay, wir geben nur Self.Parents zurück, wenn unser x immer noch gleich Self.Parents ist. Wenn wir es einmal geändert haben, dann nicht mehr. Das heißt, if x ungleich Self.Parents von x, also wenn unser Parent mal geändert wurde, dann mach doch bitte mal eine Auflösung. Und zwar setz jedes Mal dein Parent von x, also dein eigenes Parent, setz das mal neu und bau das aus dem, was du schon finden kannst, also was du über dein Parent rausfinden kannst. Das heißt Self.Find von Self.Parents von x. So, das macht im Endeffekt also diese Auflösung. Wir
setzen uns unser Parent auf das, was wir hier rausfinden können. Und das, was wir rausfinden können, ist entweder das Element selber oder dessen Parent, was nochmal aufgelöst wird. Und das ist eine Rekursion hier, das ruft sich ja immer wieder selber auf. Das heißt, irgendwann landen wir wohl am Ende, hoffentlich, aber wir könnten hier auch, oder wir können natürlich sehr, sehr lange hier dran suchen, je nachdem, wie groß das ist. Aber ich glaube, deswegen, also wir haben hier ja auch gesagt, nicht mehr als 100, beziehungsweise nicht mehr als 1000, das sollte funktionieren, das sollten wir keine Rekursionsprobleme bekommen. Und dementsprechend haben wir das hier jetzt eigentlich so ganz grob. So, jetzt wollen wir aber natürlich am Ende die Anzahl an, die Anzahl an verschiedenen Netzen rausfinden. Das haben wir hier noch nicht gemacht. Das heißt, was wir jetzt hier weitermachen ist, wir haben N und M. Und jetzt bauen wir uns erstmal so ein Union Find. Wir können das ja für jedes einzelne Mal, also für jedes Mal, für jeden einzelnen Testfall bauen wir uns ja ein neues Union Find. Ja, wir sollten nicht dasselbe nochmal benutzen. Und zwar sagen wir hier einfach, wir bauen uns ein Union Find mit was? Naja, mit der Anzahl an Servern. Das hatten wir hier oben definiert, dass wir die Anzahl an Servern brauchen. Und zwar ist die bei uns N. So. Und jetzt gehen wir hierher für jeden einzelnen, für jede einzelne Nachricht eigentlich, sagen wir hier vor Bodenstrich in Range von M, wollen wir irgendwas machen. Was wollen wir denn machen? Naja, wir wollen A und B auslesen, wollen die hier eintragen mit Union, das heißt, wir sagen hier A und B, soll irgendwie ausgelesen werden. Und dann wollen wir sie eintragen mit Union Find. Union von A und B. So, und am Ende wollen wir die Anzahl an Dingern ausgeben. Das heißt, wir haben noch sowas wie UnionFind.count. Das müssen wir noch implementieren. Und das hier müssen wir auch noch machen. Okay, jetzt, wie kriegen wir A und B hier raus? Schlaue Menschen von euch würden jetzt wahrscheinlich hergehen und sagen, ey, yo, wir machen einfach das erste Zeichen und das 2, 3, 4, 5, das 6. Zeichen. Was aber Quatsch ist, weil wir natürlich hier unten zum Beispiel auch IDs haben können, die mehrstellig sind unter Umständen. Hier, 10. Dann funktioniert euer Trick schon wieder nicht mehr. Dann hat es euch den Trick verrissen, wie man schon so schön sagt. Und wir können hier mehrere tausend oder bis zu 1000 Stück haben. Das heißt, ja, wir wissen nicht genau, wie viele das sind. Deswegen würde ich sowas eigentlich mit Regular Expressions machen. Das heißt, wir sagen hier, yo, wir brauchen RE. Achso, sollte ich vielleicht noch importieren. Einmal ganz kurz. Import RE. Und hier drin sollten wir Regular Expression matchen. Und zwar ein Regular Expression String. So, das sollte passen, oder? Genau, wir wollen davon dann am Ende die Groups rausholen. So, okay, also wie ist so ein Ding aufgebaut? Also erstmal, wir wollen hier. Wir wollen eine Zahl, dann haben wir ein Leerzeichen, wir haben einen Pfeil und eigentlich kann ich mir das da kopieren. Und dann haben wir hier einen Doppelpunkt und irgendwas anderes. So, das machen wir folgendermaßen. Wir kopieren uns das hier rein. Jetzt haben wir hier eine Zahl. Eine Zahl können wir finden, indem wir hier sagen, wir wollen Backslash, Zahl mit mehreren Stellen unter Umständen, aber mindestens einer Stelle wollen wir hier haben. Also hier muss eine Zahl mit mindestens einer Stelle rauskommen. Dann wollen wir den Pfeil haben und dann wollen wir wieder eine Zahl mit mindestens einer Stelle haben, also Backslash D plus. Sternchen wäre, by the way, mindestens 0 Stellen, also auch eventuell 0 Stellen sind okay, aber wir wollen mindestens eine Stelle haben. So, Backslash D plus. Dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt, ja, irgendwas. Irgendetwas als Nachricht. Genau, so. Und, Groups braucht natürlich noch, das mir jetzt, nein. Groups, Klammer, so. Genau, und damit haben wir eigentlich schon das Ding gefunden. Jetzt sind die natürlich noch, achso, ich muss ja noch angeben, von was. Von unserem Input. Natürlich. Genau. So, jetzt haben wir das auf unseren Input angewendet. Das heißt, wir lesen eine Zeile Input ein und fügen oder machen Regular Expression draus, nehmen uns die beiden Gruppen, die wir hier angegeben haben, sprich diese Gruppe und diese Gruppe. Und jetzt müssten wir eigentlich. Nein, wir haben noch keine Zahlen draus gemacht. Zahlen. Wir machen hier unten einfach int von A und int von B. So. Und damit sollten wir eigentlich alles soweit fertig haben. Jetzt müssen wir noch zählen. Und zählen ist eigentlich
auch nochmal ein bisschen was. Das müssen wir nämlich in der Union-Find-Datenstruktur machen. Jetzt müssen wir erzählen, wie viele verschiedene Netzwerke gibt es, um das nochmal auf die Aufgabenstellung runterzubrechen. Sprich, wir sagen hier dev-count. Und da haben wir nur self dabei. Und jetzt zählen wir die Parents. Was zählen wir denn genau bei den Parents? Also bedenkt nochmal, wie wir das Ding aufgebaut haben. Von 2 wird das Parent auf 1 gesetzt. Von 1 wird das Parent auf 3 gesetzt, also wird das Parent von 2 auch auf 3 gesetzt. Und von 1 wird das Parent auf 2 gesetzt, also wird das Parent auf 2 auf 1 auf 3 gesetzt, also ist es auf 3 gesetzt. So, aber von unserem, in unserem Fall, nullten Element hier, haben wir eigentlich wir fangen mit 0 an zu zählen, oder? Ja, genau, wir fangen mit 0 an zu zählen, vielen Dank. Das hätten wir sonst doch nämlich noch hier mal ändern müssen. Aber für unseren nullten Server haben wir ja hier keine Information. Dementsprechend ist von 0 immer noch das Parent 0. Das heißt, wir haben 2 verschiedene Parents. Wir haben einmal Parent 3 für alle hier gesetzt und wir haben das Parent 0 für alle hier gesetzt. Und ja, dementsprechend können wir hier eigentlich nur rausfinden, was das Parent jeweils ist von all diesen Dingern. Okay, also das heißt, wie viele Elemente haben wir? Naja, wir haben hier erstmal ein Result, was wir quasi finden wollen auf den, oder ja, wir wollen Find ausführen auf jedem einzelnen Element hier drin. Bedenkt, dass jedes einzelne Element 0, 1, 2, 3, 4, 5 ist. Das heißt, wir können hier einfach sagen, wir bauen uns eine Range aus der Anzahl an Servern, die wir uns nicht gespeichert haben, die aber unter len von self.parents verfügbar ist. Das heißt, len von self.parents gibt uns, Moment, habe ich die Klammern stimmen noch, gibt uns schon mal die Liste aus möglichen Knoten. Ja, das sind quasi alle unsere Knoten. So, und jetzt will ich auf jedem dieser Knoten Find ausführen. Also, was machen wir? Wir machen hier ein Map self.find auf allen Knoten. Okay, cool. So, und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich eine Liste aus den Parents von allen Parents sozusagen. Und was ich jetzt damit mache, ist, ich schaue einfach, dass ich die eigentlich brauche ich das nicht. Eigentlich brauche ich das echt nicht. Oh, wir machen das jetzt als eine Zeile hier. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, das kriegen wir tatsächlich hin. Wir bauen uns das jetzt hier alles in ein Set rein. Denn dann haben wir nämlich dann haben wir wirklich alles nur noch ein einziges Mal. Genau, alle Doppelten werden ja dann rausgeworfen. Also das heißt, wenn wir hier von 2 losgehen, haben wir 1, haben wir 3. Das heißt, hier steht 3. Von 1 haben wir auch 3. Von 3 haben wir sowieso 3. Und von 0 haben wir 0. Das heißt, wenn wir die hier reinstecken, haben wir 0, 3, 3, 3. Und naja, 3 mal die 3 wird in einem Set zu 1 mal der 3. Und wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich schon unsere Lösung, weil wir dann einfach nur die Länge davon brauchen, weil wir nur die Anzahl an Elementen brauchen. Und dann können wir das nämlich schon hier direkt returnen. Ist es korrekt? Das wäre zu krass, wenn das korrekt ist. Ich habe sicher irgendwo einen Fehler gemacht. Ist das euer Ernst? Alter. Ich glaube, das funktioniert. Pending 3. Okay, warten wir mal kurz. Solved first try. Okay, cool. Also ich habe scheinbar nichts falsch gemacht in meiner Gedenkart und Weise. Aber ich habe natürlich mir davor ein bisschen Gedanken gemacht. Also es war jetzt nicht komplett from scratch, ja. Ich habe mir die Challenge hier durchgelesen, ansonsten ist es für euch irgendwie ein bisschen öde. Und habe mir natürlich überlegt, welche Datenstruktur kann man hierfür nehmen, was kann man genau dafür machen. Und Union Find eignet sich halt voll gut dafür. Und ja, ich meine, ich habe ja, genau. Aber ja, es freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dieser Challenge. Ich bin gespannt, wie viele Leute mir schreiben, die war viel zu hart, oder wie viele Leute dann am Ende auch schreiben, dass die voll gut waren, dass ihr gerne mal lieber härtere Challenges haben wollt. Deswegen lasst mir unbedingt Feedback da. Das brauchen wir. Und an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, kommt auf jeden Fall auf den Discord-Server für das Event mit der FHDW. Ich verspreche euch, dass ihr dort in den ersten paar Semestern definitiv leichtere Sachen machen werdet, als das, was wir gerade hier gemacht haben. Und ich freue mich auf euch, beziehungsweise wir freuen uns auf euch. Und bis bald. Ja, am 18. Nein, stimmt nicht. Am 23. haltet euch definitiv den Tag frei und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.